So, hallöchen ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Chris wieder hier. Ich glaube, was ist heute Mittwoch? Ich verliere jegliches Zeitgefühl. Ich habe heute länger gearbeitet, bin heute auch nicht zum Sport gegangen und bin jetzt gerade dabei, meine Angelsachen zu packen, weil ich am Wochenende zu einem sehr, sehr guten Freund von mir fahre, weil wir immer zusammen, wenn die Forellensaison eröffnet, zusammen Fliegenfischen gehen. Das machen wir jetzt, ich glaube, das 3. Jahr oder so in Folge und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Und eigentlich nehme ich da die Kamera nie mit, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich nicht einfach low-key die GoPro mitnehme und mit der GoPro einfach ein bisschen die anmache und ein bisschen filme. Ihr könnt ehrlich gesagt beim Fliegenfischen nicht wirklich was von mir lernen, to be honest, weil das wirklich der Bereich ist, wo ich einfach der größte Noob bin, wenn ich so drüber nachdenke. Genau, aber es macht mir riesen Fun. Ich bin ja so ein bisschen so ein Jack of all trades, Master of none. Mache ja alles so ein bisschen. Ich fahre am Freitagabend, also Freitag nach der Arbeit eigentlich direkt und da werde ich dann nicht mehr groß Zeit haben zu packen oder ich habe zumindest dann da keinen Kopf mehr für. Ich will, dass das dann alles erledigt ist. Deswegen habe ich mir das jetzt schon mal alles so zurechtgelegt, was ich da einpacke. Ich zeige euch das mal kurz und dann werde ich hoffentlich, dass ich das alles in einen großen Rucksack reinbringe, weil ich hasse es immer, wenn ich irgendwie 5-mal zu meinem Auto laufen muss, um da irgendwie alles einzuräumen. Kescher liegt zwar schon im Auto. Letztes Wochenende habe ich getestet, ob meine Warthose dicht ist, weil ich dann ein paar Stellen verstärkt habe mit Kleber und so. Da war ja quasi der erste Tag, wo die Forellen bei uns offen waren und habe auch direkt eine schöne 44er gefangen, die ich dann auch mitgenommen habe, die es dann zum Abendessen gab. Dementsprechend mein Kescher, der flackt schon im Kofferraum, weil da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber ja, Warthose musste ich halt trocknen und ich hatte da die Spinnrute dabei und musste jetzt natürlich anders packen, weil ich ja zum Fliegenfischen gehe. Also das ist halt immer, ne, wenn du nicht immer alles fünffach irgendwie in fünffacher Ausführung vorliegen haben möchtest, dann musst du immer ein bisschen hin und her packen, wenn du willst, dass das halt optimiert ist. Macht mir da immer so super viel Gedanken, dass ich quasi so irgendwie alles dabei habe, aber mich trotzdem irgendwie nicht irgendwie zu Tode schleppe und dergleichen. Genau, aber das sind jetzt eher so diese angelspezifischen Sachen, die ich jetzt hier mal hingelegt habe. Ich werde einen Schlafsack mitnehmen, weil das letzte Mal habe ich ein bisschen gefroren, als ich da gepennt habe und es ist ja noch irgendwie Anfang des Jahres tatsächlich. Dementsprechend, ja, werde ich mal einen Schlafsack mitnehmen, nicht weil ich draußen penne, sondern einfach, wenn es ein bisschen kalt vielleicht ist, da wo ich penne, weiß man ja vorher nie. Dann habe ich hier meine Wartstiefel drin. Das sind so Patagonia Dana Wartstiefel, die ich da habe. Unverwüstlich die Dinger, habe ich auch schon länger. Da passt zur Not dann auch die nasse Warthose noch rein in den Dryback, weil die nasse Warthose schmeißt natürlich nicht einfach in den Rucksack. Dann, ich werde die GoPro-Akkus, wie gesagt, mitnehmen. Noch eine zweite Speicherkarte inklusive Laser. GoPro. Ich hoffe, dass ich mit dieser Klemmhalterung am Rucksack klarkomme, dass das ausreicht, dass ich nicht noch dieses ätzende Chest-Mount dran machen muss. Da ist so alles Mögliche drin, da kann ich irgendwann noch mal ein eigenes Video machen. Ein bisschen was sieht man wahrscheinlich schon durchscheinen. Das habe ich eigentlich immer, wenn ich wegfahre oder wenn ich den ganzen Tag eigentlich weg bin, unterwegs bin, habe ich die Tasche eigentlich immer irgendwie im Rucksack. Also da ist so ein bisschen was von allem drin, was einem helfen kann im Alltag, was man nicht missen möchte. Und die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Eine Trinkflasche ist klar, genau, eine 5er-Route. Meine Polbrille, hier ist so ein bisschen Tippet-Material und Strike Indicator sind drin. Das hier ist zum Flicken, da ist quasi UV-aktiver Kleber, der in 30 Sekunden hält und so spezielles Klebeband für Warthosen und Outdoor-Kleidung und so weiter ist da drin, falls doch irgendwas reißt oder man ein Leak bekommt. Hier Entenfett für Trockenfliegen, damit die schwimmen. Hier ein Messer, das ist ein relativ einfaches, das ist jetzt kein besonderes. Ich habe das deswegen in Orange, weil mir oft schon Sachen irgendwie runtergefallen sind und dann habe ich die nicht wiedergefunden und das findet man eigentlich immer. Ist nicht sonderlich lang und so weiter und so fort. Eine relativ filigrane Klinge, kann man ganz gut Fische mit zerlegen. Wenn man jetzt die Haut abziehen will, braucht man nochmal ein Filetiermesser auf jeden Fall. Aber für die meisten Outdoor-Angelsachen, es ist auch sehr rostträge. Ja, es rostet echt nicht schnell. Wirklich ein echt praktisches Messer, hat irgendwie 70 Euro oder so gekostet. Mein Angelschein, den ich euch natürlich nicht zeige, wegen persönlichen Daten, wisst ihr Bescheid. Dann ein Metermaß, was sich kaum noch ordentlich reinziehen lässt, sage ich jetzt mal, aber it does the trick. Das ist so ein zusätzlicher Mount oder so ein zusätzlicher Strap für meinen Slingback, falls der ein bisschen voller ist, dass der gut am Rücken sitzt. Das da ist meine Lösezange. Die kann ich wirklich super empfehlen. Das Einzige, was ist, dass die Fingerlöcher sehr, sehr klein bei der Zange. Das ist quasi von der Marke Loon eben, also da, wo auch das Fett her ist. Und ich liebe diese Zange einfach, ja. Also die ist schön lang und schlank, um irgendwie einen Haken bei einer Forelle zu lösen. Mit der kommst du wirklich super bei einer Forelle rein. Du kannst quasi Öhre durchstechen bei einer Fliege, wenn die mit Lack zugemacht sind. Die hat eine wirklich sehr, sehr gute Schneide vorne, also wo du wirklich auch Geflecht fein mit durchtrennen kannst. Er schneidet wirklich sehr gut. Und der vordere Teil, der reicht genau aus, um entweder Haken zu lösen oder eben auch wieder Haken anzupetzen. Das Ganze habe ich von CF Design hier an so einem Singer dran. Das Schöne bei diesem Singer ist, dass der hier noch eine kleine Klinge hat, wo ich Vorfachmaterial durchtrennen kann. Das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn du eben im Wasser stehst und du musst natürlich freihändig arbeiten oder musst gucken, dass dir nichts ins Wasser fällt. Das musst du halt immer bedenken, ne? Wenn du mit der Warthose unterwegs bist, dass die Sachen nicht ins Wasser fallen. Also die Kombi kann ich wirklich super empfehlen. Also wenn ich die verliere, würde ich mir die sofort wieder kaufen. Habe ich jetzt auch schon länger und halten auch sehr gut. Dann, wir sind in Deutschland, ihr wisst Bescheid, ne?
Genau, hier so ein Kitbag, der ist bei meiner Tasche dabei gewesen. Der ist recht praktisch, dass man in der kleinen Tasche ein bisschen Ordnung hat. Dann hier meine Fliegenbox. Es ist so, dass ich eigentlich meistens mit Nymphen angel und ich will auch ehrlich gesagt nicht zu viel mitnehmen, weil man ist so überfordert, ne? Je mehr man dann mitnimmt, desto mehr Analyseparalyse kriegt man im Endeffekt, was man irgendwie hernehmen soll an Fliegen und dergleichen. Ich habe mir auf jeden Fall diesmal noch ein paar Streamer gekauft, so schwarze Woolly-Bagger und so weiter, weil das letzte Mal, als ich da war, hat mein Kumpel mit so Streamern mit Woolly-Baggern ganz gut gefangen und ich hatte keine dabei und dementsprechend habe ich mir da ein paar als Backup mitgenommen. Ist wirklich so eine ganz kleine Fliegenbox nur. Dann meine Rolle, die ist von der Firma Marlo. Meine Regenjacke, das ist keine Jacke tatsächlich, das ist ein Anorak. Der hat quasi keinen Reißverschluss. Da könnte ich tatsächlich über das Thema Reißverschluss an Regenjacken könnte ich theoretisch auch nochmal ein eigenes Video machen, weil es wird immer in diesen Videos, wird immer gesagt, so, oh ja, oh, oder was heißt Videos, ne? Es wird im Internet immer propagiert, mit dieser Jacke bleiben sie trocken und dergleichen, ne? Aber im Endeffekt bleibst du mit den meisten Jacken und Regenhosen nur trocken, wenn du stehst oder aufrecht gehst. Sobald du irgendwelche komischen Haltungen oder dergleichen einnimmst, was beim Angeln ja durchaus mal vorkommen kann es sein, dass dir an irgendeiner Stelle das Scheißwasser reinläuft. Also Regenjacken habe ich eine Menge durch. Ich muss tatsächlich sagen, dass dieser Anorak ohne Reißverschluss reduziert einfach die Schwachstellen. Ich liebe das Teil. Ist ein bisschen unpraktisch zum Anziehen und Ausziehen, aber ich finde die Farbe geil. Er könnte eine Tasche vielleicht mehr haben, aber ich liebe das Teil. Kein Reißverschluss, keine Schwachstelle. Bam, Euder. Ein Buff natürlich noch, ziehe ich auch immer über und ja, meine abgeranzte Kappe. Ich werde ein Slingbag mitnehmen, das ist von der Firma Fishpond, hat einen tauchsicheren Reißverschluss. Das ist, glaube ich, ein Through-Zip oder wie der heißt. Gibt ja zwei verschiedene Arten von wasserdichten Reißverschlüssen und der ist ein bisschen wie so eine Art Ziploc-Beutel funktioniert der. Man muss mal gucken, dass der gut gefettet ist, damit er leicht auf und zu geht. Super Teil, ist ein 15 Liter Slingbag und ist mehr als ausreichend, wenn du einen Tag am Wasser bist. Vlies, lange Unterhose, Merino-Socken, dass mir in der Warthose nicht kalt wird. Warthose habe ich von Patagonia, die Expedition Waders. Dann habe ich hier noch wie so eine Art Kulturbeutel. Hier noch so ein paar Accessories, so falls ich die brauche. Nochmal eine zusätzliche Tasche, Polenbrillenaufsätze für meine Brillen, Schleifstein fürs Messer, all sowas. Nochmal ein, zwei kleine Taschen, falls ich hier drin ein bisschen mehr Organisation brauche. That's it im Endeffekt. Wenn ihr diese Zips zumacht, dann ist wichtig, dass ihr immer nicht nur an dem Zip zieht, sondern immer auch quasi an der entgegengesetzten Richtung, weil nur wenn die oben ganz, ganz zu sind, dann sind die auch wirklich wasserdicht. Das heißt, der muss wirklich komplett bis oben hin fest zugezogen werden. Der hat hier oben, hat er quasi wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Housing, wo der einrasten muss. Und da muss er wirklich ganz, ganz fest drin sein. Und nur dann ist er wasserdicht. Deswegen mal in der entgegengesetzten Richtung ziehen. Und dann ist er auch wirklich zu. Dann kann man das Ding nochmal drücken, ob man hört, dass Luft rauskommt. Und wenn keine Luft rauskommt, dann ist der auch dicht. Und natürlich gucken, dass der hier schön gleichmäßig zu ist. Ja, wie bei so einem Ziploc-Bag. So, dann wäre der gepackt. Kappe packen wir nicht ein. Wollen wir nicht, dass die zerdrückt wird. Ich bin jetzt am Angelspot angekommen. Ich bin doch erst heute Morgen gefahren, weil es gestern Abend alles stressig gewesen wäre. Und ein bisschen Verkehrschaos. Aber ja, jetzt bin ich endlich dann da. Jetzt mal zu einer Stelle, wie eigentlich immer ganz gut funktioniert. Es ist ein bisschen Wind heute, aber alles machbar. Ein bisschen mehr zur Seite wäre besser gewesen. Oh, wieder ein Döbel. Ich muss erst wieder reinkommen. Ey. Ich habe wirklich ein halbes Jahr keine Fliegenroute in der Hand gehabt. Hier weiß ich, dass welche sind. Hier sind immer welche. Ich glaube, wenn mir hier Profis zugucken, die fragen auch, ob ich einen Vogel habe wahrscheinlich. Hier war es echt immer sautief. Interessanterweise ist es heute ziemlich klar. Das letzte Mal, wo ich hier war, war es nicht so klar. So, da unten sehen wir auch schon. Was.
Forelle wäre halt cool, ne? Kein Döbel. Jetzt halt. Oh, da sind auch überall Fische. Die Sache ist, es wurde gerade eben schon direkt einer auf Streamer gefangen. Aber ich will noch nicht mit Streamer angeln. Ich mag Nymphenfischen immer lieber. Wir gehen mal ein bisschen weiter, weil ich will keinen Döbel. Und ich sehe nur Döbel da unten. Ja, das sieht ein bisschen zu weit aus zum Springen. Auf der GoPro sieht es wahrscheinlich nicht so weit aus, aber es ist weit. Ah, wobei, hier könnte es gehen. Hier könnte es gehen. Jetzt hat genau in die Mitte. Sehr gut. Habe ich schon zu viel Krawall gemacht. Sieht man das da unten? Das ist der riesige Barbe. Crazy. Was ein Monster. So, absoluter Streamer-Noob bin ich, ja. Dennoch muss ich wohl besser werden. Ja, wie Musashi schon sagte, ein Krieger darf keine Vorliebe für irgendeine bestimmte Waffe haben. Er muss immer die Waffe nehmen und beherrschen, die für den Zweck am besten geeignet ist. Und wenn ich einfach nicht gut genug bin im Streamerfischen, ist es meine Schuld, dann zack ich halt. So, jetzt müssen wir irgendwie noch runterkommen, ohne dass wir absaufen. So. Ich glaube, ich gehe jetzt hier runter. Hier ist Kies. Ist zwar tief, aber ja, Mann. So, jetzt müssen wir hier wieder hochkommen.
brauchen wir, glaube ich, gar nicht messen. Und mal kurz anhalten. 30 Mindestmaß. Weil die ist, glaube ich, definitiv drüber. Ich denke, dass die so über 40 hat. Zack, ja, über 40. Trotzdem eine schöne Regenbogenforelle. Wie gesagt, ein bisschen der Haut ist sie. Aber ja. So, und schauen wir nochmal, wie viel die genau hat. 44. Das erste Mal, dass ihr mich heute, glaube ich, seht. Ich habe schon gedacht, dass die auf Nymphen gar nicht beißen. Aber ich hatte es jetzt vorhin mit Streamer probiert. Und dann dachte ich mir, die Stelle sieht so gut aus. Die Stelle sieht so gut aus. Dann habe ich noch eine Forelle gesehen. Ich habe jetzt auch mal eine andere Nymphe dann eben probiert. Und habe direkt eine davon abgerissen. Aber die zweite, mehrere davon, haben sie direkt genommen. Davor habe ich immer mit meiner All-Time-Favorite-Nymphe gefischt, aber ich habe jetzt einfach eine dunklere genommen, weil ich mir dachte, ja, ist auch so viel Sonne hier. Und mache ich mal eine, die vielleicht nicht so stark blitzt, weil es fischen wahrscheinlich alle. Und ja, hat tatsächlich, also der erste Wurf hier an die gute Stelle direkt funktioniert. Hat ein bisschen lange gedauert, bis ich die gelandet habe, weil ich nicht wusste, wo ich hier beim Ufer runterkomme, weil das sieht auf dem Video nicht so krass aus, aber das ist halt irrsinnig steil dort. Und ja, genau. Wie gesagt, wir grillen heute Abend. 2 Fische darf ich noch mitnehmen. Muss mal gucken. Also wenn ich einen noch mitnehme, bin ich fein. Wenn es bei dem einen bleibt, bin ich auch fein. Genau. Ja. Geht jetzt weiter mit Nymphe. Vielleicht laufe ich jetzt auch mal zum Auto zurück und mache irgendwie eine Mittagspause oder so, weil ich habe heute auch nichts gefrühstückt. Bin seit 6 Uhr wach. Bin inzwischen 13 Uhr. Und ja, genau. Ich werde auch jetzt, glaube ich, noch 1, 2 Würfe hier. Und ich jetzt direkt einen zweiten fangen. Ja gut, ich will mal jetzt nicht irgendwie überheblich sein, bleiben wir mal bescheiden, aber dann würde ich sowieso zum Auto zurücklaufen. Aber ich mache jetzt noch ein paar Würfe. Schon nicht ohne heute. Ich habe jetzt einfach vorhin 5-mal geworfen und 5-mal alles abgerissen. Weil drüben ein Baum war und ich habe einfach 5-mal reingeworfen. Jetzt 5-mal in Folge komplett neu knoten müssen. Schon ein bisschen Downer. Ich merke oft, dass ich im Moment einfach nicht genug gegessen habe. Das merke ich schon ein bisschen. Aber irgendwie habe ich es auch noch nicht über mich gebracht, zum Auto zurückzugehen. Da irgendwie immer, ja, ist schwierig immer. Ich kann dann immer nicht aufhören. Ich muss dann immer Fisch fangen. Bin dann besessen. Ich glaube, das hier tue ich mir nicht an, weil ich bleibe überall in den Brennnesseln hängen. Überall. Die Episode habe ich schon durch. Jetzt werde ich mal wirklich zum Auto zurückgehen. Es ist schon fast 2:30. Und es ging einfach auch gar nichts mehr. Gerade. Durst, hab Hunger. Ja, und wie gesagt, Fische gibt es weiter unten genauso, weil ich bin jetzt gerade am oberen Ende der Strecke. Und zur Not angel ich halt unten noch ein bisschen. Außerdem ist es nicht so gut, wenn der eine Fisch die ganze Zeit bei mir im Rucksack liegt. Dann will ich mal ablegen. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs eine Kühlbox dabei haben. Das wäre natürlich cool. Aber ja, da müssen wir eh mal gucken. Weil die anderen werden wahrscheinlich schon voll sein. Da hinten habe ich jetzt quasi noch eine Forelle gesehen, aber da komme ich nicht dran. Weil die ist unter einem Stein. Und ich bleibe da in dem Stein hängen leider. Ich habe die schwimmen sehen, aber war auch ganz klar eine Forelle. Aber ja, machst du nichts, ne? Das Problem hier immer, man verschätzt sich hier immer so mit der Distanz, weil das ist so ein ganz, ganz, ganz geschlungener Fluss oder Bach, je nachdem. Und man denkt, ach ja, Luftlinie ist das ja gar nicht so viel. Aber dadurch, dass dann da überall Gräben sind und keine Ahnung, läuft man sich da halt wirklich einen Wolf. Genau. Dementsprechend viele Spots gibt es auch zum Abfischen, aber das Problem ist auch immer, ich kenne die Spots dann auch nicht. Und dann läufst du irgendwie da in die eine Richtung und dann denkst du, ah, kack, jetzt bin ich wieder auf der falschen Uferseite, um den Spot auszufischen. Hätte ich wieder woanders sein müssen. Also müsste man ein bisschen besser wissen, wo die Spots sind. So, es geht in die nächste Runde. Ich
Ich habe jetzt einen Streamer drauf gemacht in der Farbe, ich glaube Katzenpisse heißt der. Ja, direkt in den Baum treiben lassen, direkt abgerissen, weil ich dumm bin. Oh, ich bin so blöd, ich ärgere mich gerade mit mich selber. Ich bin heute gefühlt mehr am Knoten als am Angeln, aber naja. So, neues Vorfach. Das packen wir wieder weg. Und ihr bekommt jetzt einen neuen Akku. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich in 5 Minuten nochmal meinen Rucksack absetze. Nach der Knotorgie hier. Und ja, nochmal den Akku wechseln. So, deswegen aus jetzt damit und neuer Akku rein. Müssen wir jetzt runter. Ja, die hat ein bisschen mehr Bums als die letzte. Da ist sie. Da ist sie. Oh Gott, ey. Ich glaube, dabei belasse ich es heute. Die nehmen wir auch noch mit. Die hat locker über 30. Was ein Kampf heute, Leute. Ich sag's euch, was ein Kampf. Was ein Kampf. So, jetzt kraxeln wir hier mal raus. Und machen die Küchen fertig. Ich hoffe, es ist auf Video drauf, ey. Naja. Ich habe die Attacke gesehen. Die Attacke kam. Aber ich habe es verpennt, auf die Kamera zu drücken. Und dann kam der Fisch zum Glück nochmal. So, jetzt will ich auf die Schnauze fallen. So, ich messe den kurz. So, schaut euch die Guten nochmal an. Blutige Angelegenheit, ne? Die Sonne geht jetzt auch langsam unter, wie ihr hier sehen könnt. Die Fische haben jetzt alle Helme auf. Hier ist ordentlich Freedom verteilt worden heute. Ich muss noch gucken, dass ich auf die andere Seite komme. Hier ist eine ganz gute Stelle. Unten war es nämlich relativ tief. Ich werde mich jetzt umziehen, heimfahren. Beziehungsweise wir grillen jetzt dann 2 Fische. Ich bin zufrieden. Ich bin back in town. Ich dachte mir, nachdem das Video auf dem Feld geendet hat, mache ich hier noch eine kleine Abmod. Sorry, wenn es irgendwie wieder ein bisschen Lärm ist. Mein Geschirrspüler läuft gerade, der Backofen ist an und der Reiskocher, der läuft auch. Im Video solltet ihr gesehen haben, wie ich ganz schlimme Scheibenwischer-Werfbewegungen mache mit der Fliegenrute und wie hässlich ich meine Bissanzeiger nicht trimme und vielleicht auch, wie ich ganz oft in den Baum werfe. Ich habe eine Menge Nymphen verloren. Ich habe echt ein paar Mal in den Baum geworfen und ich habe es ein bisschen mit Streamer probiert, aber Streamer habe ich keinen Erfolg gehabt, weil ich auch eine schwimmende Schnur
Schnur habe, weil ich ja immer mit Nymphe und mit Trockenfliege angel, und eine Trockenfliege, die auf der Oberfläche schwimmt, ist ein bisschen blöd, wenn die Schnur untergeht und die Trockenfliege unter Wasser zieht, deswegen. Aber ja, hätte ich eine sinkende Schnur gehabt und einen bisschen schweren Streamer, dann hätte ich deutlich mehr gefangen, weil ein Kumpel von mir, der mit mir da war, der hatte eine 6er-Route mit einer Sink-Tip und hat die ganze Zeit Streamer gefischt, und der hat sich dumm und dämlich gefangen. Genau, nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem 2 Fische fangen können. Wäre an dem Gewässer echt cool gewesen, wegen dem abschüssigen Gelände einen Kescher dabei zu haben, der einen verlängerten Schaft im Endeffekt hat. Aber ich habe mich aus Stylegründen für einen anderen Kescher entschieden, den ich viel schöner finde. Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn ich dort bin, muss ich mir vielleicht was mit den Streamern überlegen. Trotzdem bin ich zufrieden. Ich habe einen schönen Tag gehabt. Ich habe auch richtig Strecke gemacht. Ja, also ihr seht hier ganz gut, was ich an Strecke im Endeffekt zurückgelegt habe. Ja, eine Forelle habe ich mitgenommen. Die mache ich mir jetzt zum Abendessen, beziehungsweise habe ich zum Abendessen gemacht. Ich habe den Fisch in Panko gewendet. Es ist ja so bei einer Forelle, ne, dass du ja doch irgendwie da immer noch Gräten drin hast. Was ich persönlich immer mache, weil das ja relativ kleine Gräten sind, aber ich hasse Gräten einfach. Ich gehe da immer mehrgleisig ran. Also erstmal filetiere ich den Fisch auf jeden Fall. Das heißt, Haut ab und sowieso Bauchgräten raus. Das lässt sich noch mit dem Messer gut entfernen. Ein bisschen trimmen das Filet, und dann sind ja quasi noch die seitlichen Gräten im Filet drin. Und ich persönlich halte von diesen Grätenpinzetten nichts, weil das funktioniert einfach auch nicht. Also vor allen Dingen, wenn der Fisch frisch ist, das ist echt schwer, die Gräten zu ziehen. Ich habe diesmal aus Ermangelung einer Alternative meine Hakenlösezange genommen und habe mit der die Gräten gezogen. Ich esse auch selten den Fisch am selben Abend, deswegen ich zerlege den, filetiere den. Am nächsten Tag ziehe ich die Gräten, weil da dann die Qualität vom Fleisch ein bisschen nachgelassen hat. Auf jeden Fall lassen sich die Gräten leichter ziehen. Dann mache ich es meistens noch so, dass ich den Fisch noch in Zitronensaft einlege, ein paar Stunden, damit, falls ich ein paar Gräten vergessen habe, die durch den Essig weich werden. Das ist auch der Grund, wenn ihr so Brathering aus dem Glas esst, der ist mit Essig auch eingelegt, weil das die Gräten komplett weich werden lässt und du das alles mitessen kannst. Und du keine Angst haben musst, dass da irgendwas in deinem Hals stecken bleibt. Weiß ich genau, ich glaube, das Kollagen oder irgendwas wird ja im Knochen dann zerlegt von dem Essig oder aufgelöst oder so. Vielleicht ist auch ein anderer Stoff, aber deswegen, durch diesen Zersetzungsprozess werden die Gräten weich und man muss da keine Angst haben. Wenn die Gräten doch ein bisschen fester geblieben sind, da kommt dann so Panko-Mehl oder Cornflakes-Panade ins Spiel, weil wenn ihr durch so Cornflakes oder Panko-Panade durchbeißt, dann merkt ihr die Gräte gar nicht mehr, dass ihr da drauf gebissen habt. Und im Endeffekt durch diesen Dreiklang, das Grätenziehen, das Einlegen in irgendwas Säurehaltiges und dann das knusprige Panko, habt ihr eigentlich gar keine Gräten, und wenn ihr noch Gräten habt, dann spürt ihr die nicht, weil sie entweder weich sind oder in dem knusprigen untergehen. Außerdem wichtig, Thema Essigsäure. Es gibt ja so ein Gericht, das heißt ja Ceviche, wo man Zitronen- und Limettensaft und dergleichen Fisch einlegt, und der wird durch diese Säure ja wie gegart. Durch diesen Prozess kann man den Fisch roh essen. Würde ich euch aber ehrlich gesagt nicht empfehlen, das bei uns zu machen, weil es bei uns ganz häufig der Fall ist, dass roher Fisch mit Parasiten natürlich auch belastet sein kann, vor allen Dingen so Nematoden. Das sind so schwarze Punkte, die die Fische dann oft am Bauch haben, und wenn ihr die mitesst, dann kann das zu gesundheitlichen Problemen einfach führen, weil es einfach Parasiten sind. Die Viecher können auch Bandwürmer haben, etc. etc. Das ist der Grund, wenn ihr Fisch kauft bei uns in Deutschland, dass es quasi Vorschrift ist, dass Fisch, ich glaube, für 24 Stunden mindestens bei minus 20 Grad durchgefroren wurde, weil dann diese ganzen Parasiten absterben. Also die sterben entweder ab, indem ihr das durchgart komplett, oder das für 24 Stunden bei minus 20 Grad eingefroren wurde. Ich habe mal mit einer Japanerin gesprochen, und die hat gesagt, da wird es wohl nicht gemacht, dass wenn sie Sushi essen gehen, da oft wie so kleine Parasiten oder so drauf sind und die dann per Hand runtersortiert werden, und das ein Zeichen von Frische ist dort, weil der Fisch so fangfrisch ist. Guckt, da bewegt sich's noch drin. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen bei denen sind mit Leuten, die irgendwie mit Parasiten oder so in Kontakt kommen und da gesundheitliche Beschwerden haben, I don't know, aber das hat mir eine Japanerin eben erzählt. Also wenn ich jetzt Sushi haben würde und da krabbelt's drauf, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das essen würde, ne? Also die kennen ihr Handwerk natürlich, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, dass ich irgendwie Parasiten oder sowas einfange. Genau, also das nur mal so eine Side-Note. Wenn ihr von irgendjemandem einen fangfrischen Fisch bekommen solltet oder so, dann den immer durchgaren und dann nicht auf die Idee kommen, da einfach Sushi draus zu machen. Ja, wie gesagt, durch die Kombi aus Grätenziehen, aus Essig und aus Panko-Mehl habt ihr im Endeffekt dann da keine Probleme mehr. Wie gesagt, wenn ich jetzt in Japan wäre und da Sushi serviert bekommen und auf dem Sushi drauf krabbelst, keine Ahnung, ob ich das dann essen würde. Ja, wahrscheinlich würde ich es schon essen, aber wahrscheinlich so ein gutes Gefühl hätte ich jetzt auch nicht dabei, weil ich habe einmal in meinem Leben Salmonellen gehabt und das war auf jeden Fall nicht witzig. Ich werde jetzt mal den Fisch essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war, wie gesagt, total spontan. Habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag, wie auch immer. Seid lieb zueinander und wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Chris meldet sich ab. Ciao, ciao.